Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von 2 kleinen Kindern und versuche mein Chaos unter anderem mit Hilfe der Fly Lady Methode in den Griff zu bekommen. Im heutigen Video nehme ich euch wieder 5 Tage lang mit bei mir im Wohnzimmer und zwar bei der Zonenreinigung, die ich 5 Tage lang je 15 Minuten durchziehe und zeige euch, was man dann so in 15 Minuten am Tag so erreichen kann und wie man langfristig damit halt auch Ordnung schafft. Sollte dich das Thema interessieren, bleib gerne dran. Lass mir gerne ein Däumchen hoch da, sollte dir das Video gefallen. Und solltest du neu sein auf meinem Kanal, lass mir gerne ein Abo da. Das ist kostenlos für dich, das ist aber eine große Unterstützung für mich und du wirst immer benachrichtigt, sobald ein neues Video online kommt. Ich danke dir und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes stelle ich mir wie immer den Alarm auf 15 Minuten und versuche dann in diesen 15 Minuten einen Bereich auszumisten, auszuräumen, aufzuräumen, auszuwischen, also alles zu tun, was dieser Bereich benötigt, um halt wieder auf Vordermann gebracht zu werden. Es ist wichtig bei der Zonenreinigung, dass man sich immer Fach für Fach vorarbeitet, also Schublade für Schublade, damit man einfach nicht zu viel Arbeit hat, die man dann nicht in 15 Minuten tatsächlich bewältigen kann. Es muss immer alles überschaubar bleiben, einfach um sich auch selbst nicht zu demotivieren. Im Übrigen geht dieses Video genau 15 Minuten, also solltest du keinen Alarm haben oder keinen Wecker zur Hand, dann kannst du einfach das Video laufen lassen und gleichzeitig dabei auch deine Zonenreinigung vollziehen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall kümmere ich mich heute hier um diesen Schrank, den wir bei uns im Wohnzimmer zu stehen haben. Da drin sind Spielsachen drin oder beziehungsweise Sachen für die Kinder, weil wir hier einfach so eine kleine Spielecke für die Kinder haben. Und diesen habe ich jetzt einfach versucht zu bereinigen. Ich habe mir wieder so Ordnungsboxen genommen und habe so wieder die Sachen ein bisschen kategorisiert. Kategorisieren hilft dabei, die Sachen wieder an den richtigen Ort zurückzupacken, langfristig Ordnung zu halten, so dass auch die Kinder wissen, wo sie was finden und wo sie etwas zurückräumen müssen und es bleibt automatisch ordentlicher. Ich versuche natürlich auch in diesem Zug gleich mal Sachen auszusortieren. Das ist auch immer ganz wichtig in der Zonenreinigung zu überlegen, was kann ich jetzt wieder entsorgen, wovon kann ich mich wieder trennen. Das ist halt auch so ein kontinuierlicher Ausmistprozess oder Entrümpelungsprozess und ich habe jetzt hier einiges auch wieder an Knete zum Beispiel entsorgen können, die eingetrocknet war. Ich habe aber auch Sachen entsorgen können, so Kleinkram, Ü-Ei-Spielzeug, Zeichnungen, die jetzt nicht unbedingt aufgehoben werden müssen und habe diese halt auch entsorgt. Ihr habt bestimmt gerade gesehen, die Uhr ist abgelaufen, die Zeit ist abgelaufen, 15 Minuten waren rum, aber dadurch, dass ich jetzt nur noch eine Schublade zu bearbeiten habe, habe ich natürlich nochmal Zeit rangehangen. Ich habe die Zeit gestoppt, es waren knapp 3 Minuten mehr, aber es war jetzt auch wirklich nur noch eine Schublade und ich wollte einfach diesen Schrank für heute fertig bekommen. Es war ja schon fast fertig und ihr seht auch, das ist auch noch relativ überschaubar. Ich habe jetzt einfach nur noch die Puzzle zueinander gepackt in die Kiste. Ich habe einfach wieder ein bisschen die Sachen wieder vorsortiert, zurücksortiert, so dass alles auf seinen Platz kommt und bin damit dann eigentlich auch fertig für den heutigen Tag. An Tag 2 habe ich mir dann das Lowboard, wo unser Fernseher sozusagen draufsteht, vorgenommen. Wir haben dort 2 Schubladen, wo ganz viel Krimskrams drin ist und zwar unter anderem Kerzen, Kabel, aber auch Glühbirnen und Batterien. Und ich wollte einfach mal diesen Bereich wieder neu aufräumen und neu organisieren, um das einfach wieder ein bisschen ordentlicher zu machen. Wie ihr seht, das ist ganz schön reingestopft und es wird einfach wieder Zeit, das so ein bisschen aufzulockern.
Also ich stelle mir wie immer wieder 15 Minuten die Uhr, habe natürlich eine Mülltüte griffbereit und versuche direkt Sachen zu entsorgen, die ich nicht benötige und auf der anderen Seite auch wieder Sachen zu kategorisieren, also wieder Batterien zu Batterien, Kerzen zu Kerzen, einfach so, dass alles irgendwie ein bisschen kategorisch angeordnet ist. Das ist zum einen ruhiger fürs Auge, man kann besser die Ordnung halten und es sieht im Endeffekt auch ordentlicher aus, als wenn man die Sachen so lose in die Schublade legt. Ich könnte mit Sicherheit noch viel mehr aussortieren. Ich bin ehrlich zu mir selbst, aber ich kriege es irgendwie nicht gebacken. Wir haben zum Beispiel da auch DVDs und so, die gehören zum Beispiel meinem Mann. Wir haben schon einiges aussortiert und weggeschmissen, aber mein Mann möchte diese DVDs behalten. Auch er kann sich davon nicht trennen. Es ist in Ordnung. Ich denke halt, dass man muss nicht von heute auf morgen alles entrümpeln und ausmisten. An manchen Sachen hängt man halt, dann braucht man halt ein bisschen mehr Zeit, aber das ist auch okay, es ist ein Prozess. Ihr seht zum Beispiel die Kabel, die ich da aussortiere, die liegen da auch schon seit Jahren und wir konnten uns nicht trennen und ich habe mir die jetzt nochmal durchgeguckt. Ich hatte 5 Skatkabel drinne. Ich habe jetzt eins aufgehoben und die anderen 4 weggeschmissen und wahrscheinlich ist das eine, was ich aufgehoben habe, immer noch zu viel. Man muss sich bei manchen Sachen wirklich überlegen, brauche ich das wirklich? Und wenn man halt dran hängt, dann muss man sich halt die Zeit einräumen und denken, okay, dann schmeiße ich es halt dieses Mal nicht weg. Aber jedes Mal, wenn man sich die Sachen anguckt, löst man sich dann doch wieder von dem einen oder anderen Teil mehr. Also deswegen lass einfach den Prozess geschehen. Mach dir nicht so viel Gedanken. Wenn du dich von etwas nicht trennen kannst, ist es nicht wild, dann halt nächstes Mal. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt 2 Minuten überzogen, also 17 Minuten. Ich habe eine ganze Tüte Müll zusammenbekommen wieder. Es ist nicht perfekt, aber es ist wieder einiges weggekommen und sortiert worden. Also von daher ist es in Ordnung. An Tag 3 habe ich dann noch mal so ein bisschen die Schränke von außen gewischt. Ich habe den Fernseher abgewischt und so weiter und komme jetzt auch direkt zu meinem Problemschrank. Und zwar habe ich hier so alles Mögliche drinne. Man sieht auch hier ganz gut, dass obwohl die Schranktüren verschlossen sind, dass trotzdem auch hier wieder Putzbedarf ist. Also man hat auch in geschlossenen Schränken trotzdem Staub. Die Scheiben der Schränke müssen auf jeden Fall gewischt werden. Da sind auch wieder Handabdrücke drauf. Und ich habe hier wirklich so ein Sammelsurium von Alben. Da unten sind Fotoalben, dazwischen sind noch so Plastikbesteck und so weiter, habe ich da noch gelagert. Und auf der anderen Seite ist noch unser restliches Geschirr sozusagen, wenn wir Gäste und Besuch bekommen. Da haben wir halt noch mehr Gläser und so weiter. Aber es ist halt auch gerade sehr unordentlich, wie ihr seht. Und dem möchte ich heute nachgehen. Wie immer läuft der Timer für 15 Minuten und ich versuche alles zu entstauben und zu bereinigen und wieder zurück an seinen Platz zu packen. Ja, die eine Seite vom Schrank war jetzt nicht so problematisch. Das hier ist ein bisschen schwieriger. Wir haben halt sehr viel Geschirr. Das ist halt unser Gästegeschirr, wie gesagt, in erster Linie. Oder auch das, was halt bei uns im Küchenschrank nicht reinpasst. Muss so viel da sein? Jein. Also wir haben eine Zeit lang wirklich viel und gerne Besuch empfangen und ich bin dann halt auch kein Freund davon, so irgendwie Plastikbecher und so weiter zur Verfügung zu stellen. Ich mag dann trotzdem lieber, dass man halt genügend Gläser und so weiter hat. Man könnte es natürlich reduzieren, definitiv, aber wie gesagt, das möchte ich jetzt einfach nicht, weil wir halt gerne Besuch empfangen. Dennoch haben wir einfach zu wenig Platz und ich habe das da alles so drin reingestapelt und alles andere Mögliche ist halt auch da drin. Also das ist so, dieser Schrank ist einfach ein bisschen schwierig so. Man sieht auch hier unten wieder schön, es ist trotzdem einiges an Staub zusammengekommen. Die Teller da unten wurden jetzt schon länger nicht benutzt. Ich versuche auch immer, wenn jetzt zum Beispiel die Spülmaschine, wenn ich sie abends laufen lassen will und ich habe da zu wenig
Sachen drin oder so, dass ich dann einfach auch mal so Geschirr aus diesem Schrank zum Beispiel raushole, zum Beispiel Sektgläser oder so, etwas, was halt nicht lange benutzt wurde, und versuche die dann halt auch nochmal mit in der Spülmaschine laufen zu lassen. Ihr habt jetzt gerade gesehen, in diesem Karton war sozusagen das, was ich aussortieren konnte. Das waren so 3, 4 Kaffeetassen, die halt so gar nicht mehr dazu gepasst haben. Die habe ich jetzt wirklich entsorgt. Und ich habe dann halt nochmal so ein bisschen Zeugs gefunden. Die Scheiben sind sauber, es ist alles nochmal durchgewischt. Und der Schrank sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ich habe jetzt auch nochmal Servietten und Strohhalme zusammen in die Box gepackt. Ist nicht schön, ist aber besser als vorher, und damit ist die Zonenreinigung für Tag 3 damit auch beendet. Diese Sequenz hattet ihr wahrscheinlich schon in meinem anderen Video gesehen, wo ich euch den ganzen Tag mitgenommen habe. Da habe ich euch ja auch gezeigt, dass ich die Zonenreinigung an diesem Tag vollzogen habe. Das gehört aber jetzt der Vollständigkeit halber halt auch in diese Woche mit rein. Und zwar habe ich mich an diesem Tag darum gekümmert, einfach mal 15 Minuten alle Sachen, die so draußen auf den Schränken und Regalen stehen, mal richtig abzustauben und abzuwischen. Also wirklich auch mal die Bilderrahmen abzuputzen, die Kerzenständer abzuputzen, damit das einfach alles nochmal richtig sauber ist. Weil Abstauben und Abwischen sind doch nochmal 2 verschiedene Dinge. Ich habe dann auch noch die Sachen, die unter dem Tisch sind, sauber gemacht, beziehungsweise auch noch die Ecken da unten ausgesaugt. Das seht ihr auch in meinem anderen Video. Ich habe das jetzt einfach rausgelassen. Das war jetzt nicht so spektakulär. Und habe dann aber auch noch die restliche Zeit genutzt, um nochmal ein bisschen vernünftiger unterm Teppich zu saugen. Und damit war dann eigentlich auch die Zonenreinigung für diesen Tag um. An Tag 5 hatte ich tatsächlich für mich persönlich das größte Erfolgserlebnis. Ich habe mir wieder den Alarm für 15 Minuten gestellt und hatte mir vorgenommen, heute mal so richtig die Couch abzusaugen und auch mal da drunter wieder ordentlich zu putzen. Mein Mann saugt da zwar immer wieder drunter, wir haben halt kleine Kinder, aber ihr werdet ja gleich selber sehen, was da alles zum Vorschein gekommen ist. Also ich habe die Polster ordentlich abgesaugt. Ich mache auch alle paar Monate eine Zonenreinigung, dass ich halt auch die Bezüge abziehe und wasche. Das ist zum Glück möglich bei dieser Couch, aber halt auch das Saugen ist halt ganz, ganz wichtig. Und ich habe mal die Couch vorgezogen und mir angeguckt, was so dahinter steckt. Wie ihr seht, alles Mögliche, was da nicht hingehört. Also da waren ja Krümel, Kekse, da war Spielzeug drunter, Stifte, also alles Mögliche. Ich habe jetzt einfach alles mal vorgezogen, schön abgesaugt. Ihr seht auch diesen Staubrand, der sich so zwischen der Couch und der Fußleiste gebildet hat. Den habe ich dann halt auch nochmal mit dem Staubsauger schön abgekratzt und weggesaugt und hatte danach halt auch wirklich ein gutes Gefühl, dass es da halt jetzt wieder sauber ist. Also gerade wenn man halt so eine Schmuddelecke findet und die dann halt ordentlich putzt, da hat man danach halt auf jeden Fall nochmal ein besseres Erfolgserlebnis. Ich habe mir dann einfach noch einen Lappen genommen und habe dann nochmal mit einem feuchten Lappen den Boden halt auch nochmal abgewischt, so dass er wirklich einmal gesaugt und gewischt wurde und dass es halt unten drunter, unter der Couch, wirklich sauber ist. Das Ganze mache ich dann auch noch bei der anderen Couch. Mein Mann hatte ja auch am Anfang der Woche die Fenster geputzt für 15 Minuten. Das hatte ich ja schon bereits in einem Video gezeigt. Und die restlichen 5 Tage habe ich ja dann hier die Zonenreinigung vollzogen und einfach jetzt, wenn man so Revue passieren lässt, was so alles passiert ist. Es waren jeden Tag nur 15 Minuten, also nichts Anstrengendes, etwas, was man immer wieder irgendwie mal zwischendrin schaffen kann. Und ich habe in dieser Zeit geschafft, meinen Schrank nochmal sauber zu putzen. Die Fenster sind sauber, die Sachen von den Kindern sind sortiert. Unter der Couch ist wieder alles ordentlich. In dem anderen Fernseherschrank ist jetzt auch alles wieder ordentlich. Ich habe einiges wieder ausmisten können. Also man merkt, mit diesen 15 Minuten in einer Woche oder am Tag in einer Woche, da kann man halt wirklich viel schaffen. Und wenn man das halt jeden Monat wiederholt, dann ist alles wirklich irgendwann mal richtig sauber. Also bei mir ist ja auch einiges eingerostet gewesen, weil wir halt ständig krank waren. Also ich konnte auch nicht immer die Zonenreinigung so vollziehen, wie es notwendig gewesen wäre. Aber man merkt einfach, dass man halt dann immer wieder mit kleinen Handgriffen sehr, sehr viel schaffen kann.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dich motiviert. Wenn ja, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Ich freue mich über eure Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.